Lektion 1: Ein aufmerksames Geschenk. Ich habe das schöne Gemälde gesehen, das du hast. Es ist schon etwas. Danke. Eine Freundin hat es mir geschenkt und ich hoffe wirklich, dass sie es an meiner Wand hängen gesehen hat. Ich bin mir sicher, dass sie begeistert sein würde, wenn sie sehen würde, wie sehr sie es schätzen. Das denke ich auch. Es verleiht meinem Wohnzimmer einen so schönen Farbtupfer. Das ist es, was großartige Geschenke bewirken, sie erwecken einen Raum zum Leben und schaffen Erinnerungen. Genau. Ich liebe es, wie Kunst eine Geschichte erzählen kann, ohne ein Wort zu sagen. Das tut es wirklich. Glauben Sie, dass sie es mit einer bestimmten Bedeutung ausgewählt hat? Ich hoffe es. Umso mehr schätze ich es, wenn dahinter ein Gedanke steckt. Es ist wunderbar, Freunde zu haben, die unseren Geschmack und unsere Interessen so gut verstehen. Lektion 2: Die Bedeutung der Unterstützung. Wissen Sie, unterstützende Freunde und Familie machen wirklich einen Unterschied im Leben. Sie haben recht. Es ist erstaunlich, wie viel Ermutigung unser Selbstvertrauen stärken kann. Wenn wir wissen, dass andere uns unterstützen, gibt uns das die Kraft, Herausforderungen zu meistern. Genau. Ich fühle mich viel motivierter, wenn ich weiß, dass ich ein solides Unterstützungssystem habe. Es ist wie ein Sicherheitsnetz, das es uns ermöglicht, Risiken einzugehen und unsere Träume zu verwirklichen. Ja, und es ist beruhigend zu wissen, dass wir mit unseren Problemen nicht allein sind. Unterstützende Menschen können uns helfen, unser Potenzial zu erkennen, wenn wir es selbst nicht erkennen können. Definitiv. Ihr Glaube an uns weist oft den Weg nach vorne. Und es fördert das Zugehörigkeitsgefühl, das für unser Wohlbefinden so wichtig ist. Lektion 3: Reiseutensilien. Vergessen Sie bei der Vorbereitung Ihrer Reise nicht, die kleinen Dinge zu berücksichtigen. Wie was? Besonders wenn Sie ins Ausland reisen, ist ein Reiseadapter für Ihre elektronischen Geräte unerlässlich. Gute Idee. Ich vergesse oft, wie unterschiedlich die Verkaufsstellen in anderen Ländern sein können. Und auch ein Schloss für Ihr Gepäck ist für die Sicherheit wichtig. Sie haben recht. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen, wenn es um unser Hab und Gut geht. Genau. Wenn diese Dinge geklärt sind, kann das Reiseerlebnis viel reibungsloser werden. Außerdem können wir uns so auf den Genuss der Reise konzentrieren, anstatt uns um die Logistik zu kümmern. Genau. Vorbereitung ist der Schlüssel zu einem unvergesslichen Abenteuer. Lektion 4: Taschen verfolgen. Auf Reisen ist es immer gut zu wissen, wo sich Ihr Gepäck befindet. Absolut. Normalerweise geben sie uns eine Referenznummer, um unser Gepäck online verfolgen zu können. Diese Funktion ist sehr hilfreich, es lindert viele Ängste vor verlorenem Gepäck. Sicher. Zu wissen, wo sich Ihr Gepäck befindet, kann Ihnen auf Ihrer Reise wirklich helfen, sich zu entspannen. Außerdem ist es beruhigend, so viel Kontrolle über Ihr Hab und Gut zu haben. Genau. Ich fühle mich viel wohler, wenn ich meine Sachen im Auge behalten kann. Die Technologie hat das Reiseerlebnis in vielerlei Hinsicht wirklich verbessert. Ja, es ermöglicht uns, uns mehr darauf zu konzentrieren, unsere Reise zu genießen, anstatt uns um unser Gepäck zu kümmern. Ich kann mir das Reisen ohne diese Innovationen heutzutage nicht mehr vorstellen. Lektion 5: Einkaufen für zu Hause. Gestern habe ich beim Einkaufen tolle Angebote gefunden. Ach wirklich?
Großartig! Haben Sie Haushaltsgegenstände im Angebot gesehen? Ja, es gab fantastische Rabatte auf Küchengeräte und Bettwäsche. Das klingt großartig. Ich könnte ein paar neue Dinge für meine Küche gebrauchen. Das solltest du dir unbedingt anschauen. Sie hatten einige stilvolle Optionen, die mir ins Auge fielen. Die werde ich mir auch schnappen. Es ist immer schön, unsere Wohnräume aufzufrischen. Genau. Außerdem ist es ein gutes Gefühl, bei der Modernisierung unserer Häuser Geld zu sparen. Das tut es wirklich. Ich liebe es, ein gutes Schnäppchen zu finden. Es ist wie ein kleiner Sieg, wenn man etwas, das man liebt, zu einem tollen Preis findet. Lektion 6: Geschäftsvorteile. In der heutigen Welt sind Unternehmen immer auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Welche Vorteile kann es bringen? Effizienz ist der Schlüssel, es kann Prozesse rationalisieren und die Produktivität steigern. Das macht Sinn. Auch die Reduzierung der Kosten ist ein wesentlicher Vorteil. Rechts? Einsparungen im operativen Geschäft können zu besseren Gewinnmargen führen. Und eine höhere Kundenzufriedenheit kann durch verbesserte Dienstleistungen entstehen. Absolut. Zufriedene Kunden werden wahrscheinlich wiederkommen und das Unternehmen weiterempfehlen. Es schafft einen Erfolgszyklus, der die gesamte Organisation voranbringen kann. Es ist faszinierend, wie eng all diese Elemente in einem florierenden Unternehmen miteinander verbunden sind. Lektion 7: Farbauswahl. Haben Sie beim Kauf Ihrer Garderobe bestimmte Farben im Sinn? Tolle Frage. Ich tendiere zu warmen Tönen wie Burgunderrot und Senfgelb. Das sind wunderschöne Entscheidungen. Besonders im Frühling kommen sie richtig gut an. Genau. Ich denke, sie werden meinen Outfits eine schöne Note verleihen. Haben Sie über bestimmte Stile nachgedacht, die zu diesen Farben passen? Ich denke an fließende Kleider und ein paar stylische Blusen zum Kombinieren. Das hört sich herrlich an. Fließende Stoffe können so bequem und dennoch schick sein. Ich stimme zu. Außerdem bietet es mir Vielseitigkeit für verschiedene Anlässe. Es ist großartig, Optionen zu haben, die den Übergang von lässig zu formell ermöglichen. Lektion 8: Gaming-Aufregung. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, einige Strategiespiele auszuprobieren. Das sind großartige Entscheidungen. Sie können so herausfordernd und aufregend sein. Ich liebe es, wie sie einen dazu bringen, kritisch zu denken und vorauszuplanen. Ja, es ist wie ein mentales Training und macht trotzdem Spaß. Genau. Es ist lohnend zu sehen, wie sich ihre Strategien im Spiel auszahlen. Außerdem fördern sie oft Teamarbeit und Kommunikation, was ein Bonus ist. Absolut. Es ist eine großartige Möglichkeit, mit Freunden in Kontakt zu treten und gleichzeitig unseren Geist zu beschäftigen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam ein paar neue Spiele zu erkunden. Es klingt nach einem Riesenspaß. Lasst uns bald einen Spieleabend planen. Ich freue mich schon darauf. Lektion 9: Unwahrscheinliche Helden. Es ist faszinierend, wie eine Familie die Wahrnehmung verändern kann, auch wenn der Held einen zweifelhaften Ruf hat. In der Tat. Das Interessante an der Geschichte liegt oft in der Komplexität ihrer Beziehungen.
Rechts. Es zeigt, wie Liebe und Loyalität auch unter schwierigen Umständen bestehen können. Genau. Man fragt sich, was einen Helden überhaupt ausmacht. Manche mögen sie als Kriminelle betrachten, ihre Beweggründe können jedoch in familiären Bindungen liegen. Ja, und es fügt der Erzählung Ebenen hinzu, die den Zuschauer fesseln. Ich schätze Geschichten, die die Grauzonen von Moral und Ethik erkunden. Ebenfalls. Sie regen uns dazu an, kritisch über unsere eigenen Werte und Entscheidungen nachzudenken. Es ist bemerkenswert, wie das Geschichtenerzählen so tiefe Reflexionen über die menschliche Natur hervorrufen kann. Lektion 10: Geschichten über Teicheinlässe. Wissen Sie, wenn Sie jemals die Brock University in St. Catharines, Ontario, besuchen, werden Sie von Pont Inlet hören. Das ist spannend. Was macht Pont Inlet so besonders? Es ist ein zentraler Knotenpunkt für Studenten, hier trifft sich jeder zum geselligen Beisammensein und Entspannen. Ich kann mir vorstellen, dass es ein pulsierender Ort voller Leben und Energie sein muss. Genau. Die Atmosphäre ist immer voller Gespräche und Gelächter. Klingt nach einem großartigen Ort, um neue Freunde und Kontakte zu knüpfen. Definitiv. Es ist wie das Herz der Campusgemeinschaft. Ich liebe es, wie Universitäten so dynamische Räume für die Interaktion zwischen Studierenden schaffen. Ja, und Pont Inlet ist ein wesentlicher Teil des Universitätserlebnisses dort. Lektion 11: Traumziele. Das ist aufregend. Wo möchten Sie Ihren nächsten Urlaub verbringen? Ich tendiere zu den Malediven, es sieht absolut umwerfend aus. Die Malediven sind eine so schöne Wahl. Das kristallklare Wasser ist atemberaubend. Ich weiß. Außerdem sehen die Overwater Bungalows wie ein wahr gewordener Traum aus. Es klingt nach dem perfekten Ort zum Entspannen und Erholen. Genau. Ich kann mir schon vorstellen, wie ich mit einem guten Buch am Strand faulenze. Das klingt himmlisch. Gibt es bestimmte Aktivitäten, die Sie ausprobieren möchten? Ich würde gerne schnorcheln und die lebendige Unterwasserwelt erkunden. Das wäre großartig. Die Unterwasserlandschaft muss unglaublich sein. Lektion 12: Aufgabenverwaltung. Wie priorisieren Sie Ihre Aufgaben, wenn ein arbeitsreicher Tag vor Ihnen liegt? Normalerweise organisiere ich sie nach Dringlichkeit. Es hilft mir, konzentriert zu bleiben. Das ist ein kluger Ansatz. Dadurch wird sichergestellt, dass die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt werden. Genau. Ich finde, dass es Stress reduziert, wenn ich einen klaren Plan habe. Verwenden Sie bestimmte Tools oder Apps, die Ihnen dabei helfen? Ich verwende gerne eine einfache To-Do-Liste, verlasse mich aber manchmal auch auf digitale Planer. Das sind tolle Werkzeuge. Es geht darum herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Ja, und wenn ich meine Methoden je nach Bedarf anpasse, bleibe ich effizient. Es ist beeindruckend, wie eine effektive Organisation unsere Produktivität verändern kann. Lektion 13: Fitnessroutine. Welche Übungen haben Sie in letzter Zeit gemacht, um fit zu bleiben? Ich habe eine Mischung aus Cardio und Krafttraining in meine Routine integriert. Das klingt ausgewogen.
Cardio ist großartig für die Ausdauer, während Krafttraining Muskeln aufbaut. Genau. Ich habe das Gefühl, dass ich jede Woche stärker und gesünder werde. Es ist inspirierend zu hören. Haben Sie ein Lieblings-Cardio-Training? Das Laufen macht mir wirklich Spaß. Es macht meinen Kopf frei und steigert meine Stimmung. Das ist fantastisch. Laufen kann eine so befreiende Erfahrung sein. Ja, und ich liebe die Möglichkeit, neue Wege und Parks zu erkunden. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Bewegung mit Naturgenuss zu verbinden. Lektion 14, Morgenerfrischung. Das klingt erfrischend. Was tun Sie normalerweise, um Ihren Tag zu beginnen? Ich habe versucht, Smoothies in meine Morgenroutine zu integrieren. Smoothies sind eine großartige Möglichkeit, Nährstoffe zu sich zu nehmen und sich energiegeladen zu fühlen. Genau. Ich liebe es, mit verschiedenen Obst- und Gemüsesorten zu experimentieren. Haben Sie eine Lieblingskombination? Ich genieße eine Mischung aus Spinat, Banane und einem Schuss Mandelmilch. Das hört sich köstlich an. Es ist eine großartige Möglichkeit, Ihr Grün einzubringen. Ja, und es hilft mir definitiv, gesünder in den Tag zu starten. Das sollte ich versuchen. Es klingt nach einer einfachen Möglichkeit, meinen Morgen zu verbessern. Lektion 15, Ticketabholung. Ich bezahle die Tickets mit meiner Karte, kann ich sie am Bahnhof abholen? Ja, so funktioniert es normalerweise. Legen Sie einfach Ihre Bestätigung vor. Großartig. Es ist praktisch, sie direkt vor dem Einsteigen abzuholen. Genau. Das spart Zeit und vermeidet Eile in letzter Minute. Ich weiß das zu schätzen, es macht das Reiseerlebnis viel reibungsloser. Sicher. Außerdem können wir die Reise stressfrei genießen. Ich freue mich jetzt noch mehr auf diese Reise. Ich auch. Es wird ein Abenteuer voller toller Erinnerungen. Absolut. Stellen wir sicher, dass wir alles bereit haben, bevor wir abreisen. Lektion 16, Wanderabenteuer. Perfekt. Es sieht so aus, als wären wir bereit für ein fantastisches Wanderabenteuer an diesem Wochenende. Ich kann es kaum erwarten. Die Wanderwege sollen zu dieser Jahreszeit wunderschön sein. Ja, und ich habe gehört, dass die Aussicht von oben absolut atemberaubend ist. Das klingt erstaunlich. Ich liebe eine gute Wanderung, die eine atemberaubende Landschaft bietet. Ich auch. Es ist die perfekte Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden und zu entspannen. Vereinbart. Außerdem ist es ein großartiges Training, ohne sich wie eine lästige Pflicht anzufühlen. Genau. Es hat etwas Erfrischendes, draußen zu sein und frische Luft einzuatmen. Ich freue mich so darauf, neue Wege zu erkunden und die Natur zu genießen. Packen wir ein paar Snacks und viel Wasser ein, um unsere Energie aufrechtzuerhalten. Lektion 17, Pariser Sehenswürdigkeiten. Ich stimme voll und ganz zu. Während unseres Aufenthalts in Paris sollten wir uns auch die Sehenswürdigkeiten ansehen, die man gesehen haben muss. Absolut. In der Stadt gibt es so viel Geschichte und Kultur zu entdecken. Der Eiffelturm ist ein Klassiker, aber ich würde mir auch gerne den Louvre ansehen. Ja.
Die dortige Kunstsammlung ist einfach beispiellos. Und wir müssen entlang der Seine spazieren, es ist so ein romantisches Erlebnis. Definitiv. Ich kann mir vorstellen, schöne Bilder entlang der Flussufer zu machen. Außerdem eignen sich die Cafés in der Nähe perfekt für eine kleine Pause. Ich kann schon die Croissants probieren und einen Kaffee trinken. Es hört sich so an, als würden wir eine unvergessliche Reise voller erstaunlicher Erlebnisse erleben. Lektion 18, Frauenhockey. Eishockey zum Spaß zu spielen ist großartig, aber es ist erstaunlich zu sehen, dass Frauenhockey jetzt als offizieller Sport anerkannt wird. Ich stimme zu. Die Tatsache, dass es in die Olympischen Winterspiele aufgenommen wird, ist ein großer Fortschritt. Das ist es wirklich. Es zeigt das Talent und das Engagement weiblicher Sportler. Ja, und es inspiriert junge Mädchen, Sport zu treiben und aktiv zu sein. Genau. Es ist an der Zeit, dass Frauen im Sport die gleiche Anerkennung erhalten wie Männer. Ich finde es toll, dass immer mehr Menschen beginnen, die Fähigkeiten im Frauenhockey zu schätzen. Und die Leidenschaft, die diese Athleten in den Sport einbringen, ist wirklich inspirierend. Absolut. Es schafft ein Gemeinschaftsgefühl und Unterstützung bei Fans und Spielern gleichermaßen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie sich der Sport in den kommenden Jahren entwickelt. Lektion 19, Sommerspaß. Glück gehabt. Vielleicht begleite ich dich morgen zu diesem Ausflug an den Strand. Das klingt nach einem Plan. Ich habe mich auf etwas Spaß in der Sonne gefreut. Es wird eine großartige Möglichkeit sein, dieser Hitze zu trotzen, die in letzter Zeit herrscht. Absolut. Bei so hohen Temperaturen ist der Strand der perfekte Zufluchtsort. Haben Sie darüber nachgedacht, was wir für den Tag mitbringen sollten? Ja, ich habe darüber nachgedacht, ein paar Snacks und viel Wasser einzupacken, um hydriert zu bleiben. Gute Idee. Auch die Sonnencreme dürfen wir nicht vergessen, wir wollen uns nicht verbrennen. Rechts. Und vielleicht können wir für ein paar Spiele einen Frisbee oder einen Wasserball mitbringen. Das würde Spaß machen. Es wird schön sein, gemeinsam zu entspannen und die Meeresbrise zu genießen. Lektion 20, hoch hinaus. Es war nur für den Piloten und uns im Flugzeug gedacht, nur eine kleine Gruppe. Das klingt spannend. Ein Privatflug macht das Erlebnis noch spezieller. Ich stimme zu. Es fühlt sich exklusiv an und ermöglicht es uns, die Reise ohne Ablenkungen zu genießen. Außerdem ist es eine großartige Chance, die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen, finden Sie nicht? Definitiv. Die Aussicht von oben ist atemberaubend und unvergesslich. Ich kann mir vorstellen, wie schön es sein muss, über die Landschaften zu fliegen. Und erinnern Sie sich daran, dass unsere Mutter vor dem Einsteigen ein Foto von uns neben dem Flugzeug gemacht hat? Ja. Das ist eine Erinnerung, die ich für immer in Ehren halten werde und die unseren Abenteuergast einfängt. Es sind Momente wie diese, die das Reisen so lohnenswert und unvergesslich machen. Lektion 21, Veränderungen annehmen. Du solltest es versuchen, dies ist Ihre Chance, einen Vertrauensvorschuss zu wagen. Ich denke, das werde ich. Es ist Zeit, die Chancen zu nutzen, die sich mir bieten. Veränderungen können entmutigend sein, führen aber oft zu erstaunlichen Erfahrungen. Genau.
Ich habe gezögert, aber jetzt fühle ich mich inspiriert, mich selbst anzustrengen. Das ist der Geist. Wachstum entsteht durch das Verlassen Ihrer Komfortzone. Ich bin bereit, allen Herausforderungen, die auf mich zukommen, mit Zuversicht entgegenzutreten. Sie haben die Kraft zum Erfolg und ich glaube von ganzem Herzen an Sie. Danke schön. Ihre Unterstützung bedeutet uns viel, es gibt mir den Mut, den ich brauche. Denken Sie daran, jeder Schritt vorwärts ist ein Schritt in Richtung Ihrer Träume. Lektion 22, die Wahl. Wir haben die Wahl, den Kurs unserer Zukunft zu ändern. Es ist eine große Verantwortung, zu wissen, dass unsere Entscheidungen wichtig sind. Tatsächlich besitzt der Mann die Macht, sich mit seinen Entscheidungen selbst auszulöschen. Das stimmt, wir müssen die Auswirkungen unseres Handelns auf andere berücksichtigen. Es ist nicht leichtfertig, aus einer Laune heraus das ganze Rennen zu opfern. Es ist wichtig, über die Konsequenzen unserer Entscheidungen nachzudenken. Wir können eine bessere Zukunft schaffen, wenn wir klug wählen und mit Absicht handeln. Absolut. Gemeinsam können wir Entscheidungen treffen, die zu positiven Veränderungen führen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und sicherzustellen, dass die Stimme aller gehört wird. Lektion 23, Währungsfarben. Haben Sie gesehen, wie unterschiedlich 20-Dollar-Scheine in Kanada aussehen? Ja. Die Farben sind lebendig und erleichtern die Identifizierung erheblich. Es ist interessant, dass auch 50-Dollar-Scheine und sogar 100-Dollar-Scheine einzigartige Farben haben. Ich liebe das an kanadischem Geld, es ist wie ein Regenbogen aus Währungen. Dies ist eine clevere Möglichkeit, Menschen, insbesondere Touristen, dabei zu helfen, die Rechnungen schnell zu erkennen. Außerdem macht es den Umgang mit Bargeld noch lustiger, finden Sie nicht? Absolut. Es ist, als ob man ein Kunstwerk in der Brieftasche trägt. Ich frage mich, was Sie dazu inspiriert hat, solch leuchtende Farben für die Geldscheine zu wählen. Vielleicht wollten sie die Vielfalt und Schönheit Kanadas selbst widerspiegeln. Lektion 24, verloren in der Natur. Einmal habe ich mich beim Zelten verirrt und es war ziemlich beängstigend. Oh nein. Das muss für Sie eine nervenaufreibende Erfahrung gewesen sein. Das war es wirklich. Ich landete auf einem sehr großen Feld und fühlte mich völlig verloren. Ich kann mir nur vorstellen, welche Panik Sie in dieser Situation verspürt haben müssen. Ich hatte Angst, dass mich niemand finden würde, und dieser Gedanke war erschreckend. Es ist eine gute Erinnerung daran, wie wichtig es ist, sich seiner Umgebung bewusst zu sein. Genau. Jetzt achte ich immer darauf, eine Karte und einen Kompass dabei zu haben. Das ist ein kluger Schachzug. Es ist besser, vorbereitet zu sein, als sich der Unsicherheit zu stellen. An diesem Tag habe ich meine Lektion gelernt und werde die Navigation nie wieder auf die leichte Schulter nehmen. Lektion 25, historische Einblicke. Harriet Tubman war vor dem amerikanischen Bürgerkrieg eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Ja, sie spielte eine entscheidende Rolle dabei, versklavten Menschen zu helfen, ihre Freiheit zu finden. Die Wirtschaft der Südstaaten basierte damals stark auf der Sklaverei. Es ist schockierend, darüber nachzudenken, wie viele Menschen unter diesem System gelitten haben. Tubman Mut, ihr Leben zu riskieren, um andere in Sicherheit zu bringen, ist inspirierend. Absolut.
Sie zeigte unter schwierigen Umständen unglaubliche Stärke und Entschlossenheit. Ihr Vermächtnis inspiriert auch heute noch viele dazu, für Gerechtigkeit und Gleichheit zu kämpfen. Es ist wichtig, sich an ihre Beiträge und die Schwierigkeiten zu erinnern, mit denen sie konfrontiert war. Die Geschichte lehrt uns wertvolle Lektionen über Widerstandsfähigkeit und den Kampf für die Freiheit. Lektion 26: Unterstützende Freunde. Ich verstehe Ihre Besorgnis über die bevorstehenden Änderungen. Danke schön. Es ist ein bisschen überwältigend, aber ich schätze Ihre Unterstützung. Mach dir keine Sorge, wir werden alles tun, um Sie bei diesem Übergang zu unterstützen. Das bedeutet mir sehr viel, Freunde an meiner Seite zu haben, macht den Unterschied. Gemeinsam meistern wir alle Herausforderungen, die auf uns zukommen. Ich bin zuversichtlicher, weil ich weiß, dass ich auf dieser Reise nicht allein bin. Wir gehen Schritt für Schritt vor und feiern jeden kleinen Sieg. Ja. Ich bin gespannt auf das, was vor uns liegt, insbesondere auf Ihre Ermutigung. Denken Sie daran, es ist in Ordnung, sich auf andere zu verlassen, wenn es schwierig wird. Lektion 27: Musikgeschmack. Bei meinem letzten Auftritt habe ich es genossen, eine Mischung aus klassischen und zeitgenössischen Liedern zu spielen. Das klingt wunderbar. Durch die Kombination verschiedener Genres entsteht ein einzigartiges Erlebnis. Genau. Dadurch kann ich meine Vielseitigkeit als Musiker unter Beweis stellen. Ich wette, das Publikum liebte die Abwechslung, es hält sie beschäftigt und unterhält sie. Das haben Sie wirklich getan. Es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedliche Stile bei Menschen ankommen. Musik verbindet uns, unabhängig vom Genre oder der Epoche. Es ist magisch, wie eine einzige Melodie so viele Emotionen hervorrufen kann. Ich stimme voll und ganz zu. Jedes Lied erzählt seine eigene Geschichte und berührt die Herzen anders. Ich kann es kaum erwarten, wieder aufzutreten und meine Liebe zur Musik mit anderen zu teilen. Lektion 28: Kollaborative Planung. Ich verstehe Ihre Bedenken hinsichtlich des von uns besprochenen Projektzeitplans. Es kann ein wenig entmutigend wirken, besonders wenn so viele bewegliche Teile beteiligt sind. Wie wäre es, wenn wir den Zeitplan gemeinsam überarbeiten, um ihn überschaubarer zu machen? Das wäre hilfreich. Ich denke, wir können einen Weg finden, es in kleinere Schritte zu unterteilen. Absolut. Kleinere Aufgaben können dafür sorgen, dass sich das Projekt weniger überwältigend anfühlt. Darüber hinaus können wir bestimmte Rollen zuweisen, um sicherzustellen, dass alles effizient erledigt wird. Genau. Teamarbeit wird einen großen Unterschied zu unserem Erfolg machen. Ich bin dankbar für Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Es beruhigt mich wirklich. Gemeinsam können wir einen Plan erstellen, der für alle Beteiligten funktioniert. Lektion 29: Wertschätzung. Es ist toll, von Ihrem Projekt zu hören. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail. Danke schön. Es ist schön zu wissen, dass meine Bemühungen anerkannt werden. Es zeigt wirklich, wie sehr Ihnen die Qualität Ihrer Arbeit am Herzen liegt. Ich glaube, dass jeder noch so kleine Aspekt zum Endergebnis beiträgt, nicht wahr? Absolut. Es sind die kleinen Dinge, die oft die größte Wirkung erzielen. Genau. Ich bin stets bestrebt, bei jeder Aufgabe, die ich annehme, mein Bestes zu geben. Und es zahlt sich definitiv aus, Ihr Engagement inspiriert die Menschen um Sie herum.
Ich hoffe, andere zu motivieren, die gleiche Anstrengung zu unternehmen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie mit Ihrer Leidenschaft Großes erreichen werden. Lektion 30. Das Abenteuer erwartet Sie. Ich habe darüber nachgedacht, was Sie für unser Wochenende im Sinn haben. Wie wäre es mit einer Wanderung im nahegelegenen Nationalpark? Das klingt nach einer fantastischen Idee. Frische Luft und schöne Ausblicke erwarten uns. Ja, es ist die perfekte Möglichkeit, der Stadt für eine Weile zu entfliehen. Ich liebe es, von der Natur umgeben zu sein, es ist so erfrischend und friedlich. Ich auch. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich zu bewegen und Kontakte zu knüpfen. Haben Sie eine bestimmte Route im Sinn, die wir erkunden sollten? Ich dachte an den Weg, der zum Wasserfall führt, es ist atemberaubend. Das klingt erstaunlich. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen und ein paar Bilder zu machen. Lektion 31, Wegbeschreibung. Sicher. Um dorthin zu gelangen, fahren Sie geradeaus und nehmen Sie die zweite Straße links. Habe es. Wie weit ist es Ihrer Meinung nach von hier entfernt? Je nach Verkehr sind es mit dem Auto etwa 10 Minuten. Das ist gar nicht so schlimm. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Ich auch. Ich liebe es, neue Orte in der Gegend zu entdecken. Meinen Sie, wir sollten etwas Besonderes für die Reise mitbringen? Vielleicht ein paar Snacks und Getränke für unterwegs, das würde Spaß machen. Tolle Idee. Es wird unsere Reise noch angenehmer machen. Planen wir unbedingt im Voraus, damit wir nichts vergessen. Lektion 32, Bibliotheksoptionen. Sie können es in der Bibliothek ausleihen oder online oder in einer Buchhandlung kaufen. Das klingt praktisch. Ich liebe die Idee, Bücher auszuleihen. Das spart Geld und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Genres zu erkunden. Genau. Darüber hinaus bedeutet die Rückgabe, dass Sie jederzeit neue erhalten können. Haben Sie ein bestimmtes Buch im Kopf, das Sie lesen möchten? Ich denke an einen Roman, der mir empfohlen wurde. Das ist aufregend. Ich würde gerne hören, worum es geht, sobald Sie anfangen. Ich werde meine Gedanken auf jeden Fall mit Ihnen teilen, ich kann es kaum erwarten, einzutauchen. Dann freue ich mich auf unsere nächste Buchbesprechung. Lektion 33, Flughafensicherheit. Denken Sie daran, Ihre elektronischen Geräte in einem separaten Fach an der Sicherheitskontrolle abzulegen. Ich habe das im Griff, ich bereite mich immer auf diese Dinge vor. Gut. Wie wäre es mit Schuhen, die sich leicht ausziehen lassen? Definitiv. Ich wähle meine Slipper aus Bequemlichkeitsgründen. Kluger Schachzug. Dadurch wird der gesamte Prozess beschleunigt. Genau. Ich würde die Leitung lieber nicht aufhalten. Und vergessen Sie nicht, Ihre Bordkarte griffbereit zu haben. Natürlich. Ich bewahre es immer in einer leicht zugänglichen Tasche auf. Sie sind gut vorbereitet, das Reisen mit Ihnen wird ein Kinderspiel sein.